Wir hören ständig von Kalorien. Wie viele Kalorien sind in diesem Keks? Wie viele verbrennt man bei 100 Hampelmann-Übungen, beim Langstreckenlauf oder durch Herumzappeln? Aber was ist eigentlich eine Kalorie? Und wie viele davon brauchen wir? Kalorien sind eine Möglichkeit, den Energiehaushalt des Körpers zu kontrollieren. Ein gesundes Gleichgewicht ist gegeben, wenn wir etwa so viel Energie zuführen, wie wir verbrauchen. Wenn wir dem Körper ständig mehr Energie zuführen, als wir verbrauchen, wird der Überschuss allmählich als Fett in den Zellen gespeichert. Und wir nehmen zu. Wenn wir mehr Energie verbrauchen, als wir wieder zuführen, nehmen wir ab. Wir müssen also die Energie messen können, die wir verbrauchen und nutzen. Und das tun wir mit einer Einheit namens Kalorie. Eine Kalorie, wie wir sie in Lebensmitteln messen, auch Kilokalorie genannt, ist definiert als die Energiemenge, die benötigt wird, um die Temperatur eines Kilogramms Wasser um 1 Grad Celsius zu erhöhen. Alles, was wir konsumieren, hat eine Kalorienzahl. Ein Maß dafür, wie viel Energie der Gegenstand in seinen chemischen Bindungen speichert. Ein durchschnittliches Stück Pizza hat 272 Kalorien. Ein Brot etwa 78. Und ein Apfel etwa 52. Diese Energie wird bei der Verdauung freigesetzt und in anderen Molekülen gespeichert, die aufgespalten werden können, um Energie zu liefern, wenn der Körper sie braucht. Sie wird auf 3 Arten verwendet. Etwa 10% dienen der Verdauung, etwa 20% der körperlichen Betätigung und der größte Teil, etwa 70%, unterstützt die Grundfunktionen unserer Organe und Gewebe. Diese dritte Verwendung entspricht dem Grundumsatz. Das ist die Anzahl der Kalorien, die man zum Überleben braucht, wenn man nichts isst oder sich nicht bewegt. Rechnen wir etwas körperliche Aktivität und die Verdauung hinzu, erhalten wir die offiziellen Richtlinien für den täglichen Kalorienbedarf einer durchschnittlichen Person. 2000 für Frauen und 2500 für Männer. Diese Schätzungen beruhen auf Faktoren wie dem Durchschnittsgewicht, körperlicher Aktivität und Muskelmasse. Heißt das also, dass jeder etwa 2000 Kalorien zu sich nehmen sollte? Nicht unbedingt. Wenn man eine energieintensive Aktivität ausübt, etwa die Tour de France fährt, kann der Körper bis zu 9000 Kalorien pro Tag verbrauchen. Eine Schwangerschaft erfordert etwas mehr Kalorien als üblich. Und ältere Menschen haben in der Regel eine trägere Stoffwechselrate. Die Energie wird langsamer verbrannt, sodass weniger benötigt wird. Bevor man anfängt, Kalorien zu zählen, sollte man noch etwas wissen. Die Kalorienzahl der Nährwertangaben gibt an, wie viel Energie ein Lebensmittel enthält. Und nicht, wie viel Energie man tatsächlich aus dem Lebensmittel gewinnen kann. Ballaststoffhaltige Lebensmittel wie Sellerie und Vollkornweizen benötigen mehr Energie zur Verdauung. Daher gewinnt man aus einer 100-Kalorien-Portion Sellerie weniger Energie als aus einer 100-Kalorien-Portion Kartoffelchips. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass einige Lebensmittel Nährstoffe wie Eiweiß und Vitamine enthalten, während andere einen weit geringeren Nährwert haben. Der Verzehr von zu vielen dieser Lebensmittel kann zu Übergewicht und Mangelernährung führen. Und selbst mit genau demselben Lebensmittel nehmen Menschen nicht unbedingt die gleiche Anzahl an Kalorien zu sich. Unterschiede bei Enzymgehalt, Darmbakterien und sogar Darmlänge bedeuten, dass die Fähigkeit jedes Einzelnen, Energie aus der Nahrung zu gewinnen, ein wenig anders ist. Eine Kalorie ist also ein nützliches Energiemaß. Um aber genau herauszufinden, wie viele Kalorien jeder von uns braucht, müssen wir Dinge wie Bewegung, die Art der Nahrung und die Fähigkeit unseres Körpers, Energie zu verarbeiten, berücksichtigen. Viel Glück dabei, all das auf einem Nährwertetikett zu finden. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.